Zwangsrente für Hartz-IV-Empfänger. Können Jobcenter Zwangsrente für Hartz-IV-Empfänger verordnen? Etwas über 63 Jahre, arbeitsfähig und trotzdem schon Rente. Wer auf Hartz IV angewiesen ist, hat zum Leben gerade so das Notwendigste. Geld für die Altersvorsorge bleibt da nicht übrig. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin selbst Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum aktuellen Thema Zwangsrente für Hartz-IV-Empfänger komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch unter diesem Video hier einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, ebenfalls gratis, speziell für Rentner sichern könnt. Hartz IV wurde erstmals ab 1. Januar 2005 gezahlt. Bis zum Ende des Jahres 2010 wurden für Hartz-IV-Empfänger auch tatsächlich Beiträge an die Rentenversicherung gezahlt. Diese Beitragszeiten werden bei der 5-jährigen Mindestversicherungszeit für die Regelaltersrente auch berücksichtigt. Ab 2011 handelt es sich nur noch um sogenannte Anrechnungszeiten. Diese spielen bei der Mindestversicherungszeit von 5 Jahren keine Rolle. Wie sehen nun die Auswirkungen auf die Rentenhöhe aus? Das zeige ich am Ende des Videos. Da nur bis 2010 für Hartz-IV-Empfänger Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wurden, muss man hier zwischen den Jahren bis 2010 und ab 2011 unterscheiden. Da ab dem Jahr 2011 vom Jobcenter keine Beiträge mehr eingezahlt wurden, kommt es auch zu keiner Rentensteigerung mehr. Es gibt also seit 2011 keine zusätzlichen Rentenpunkte mehr während des Bezuges von Arbeitslosengeld II. Je länger man also Hartz IV bezieht und keine Beiträge mehr an die gesetzliche Rentenversicherung abgeführt werden, umso größer wird natürlich die Rentenlücke. Die Anrechnungszeit ab 2011 wird bei der 35-jährigen Mindestversicherungszeit angerechnet. Die Mindestversicherungszeit für die Regelaltersrente beträgt 5 Jahre, das sagte ich schon. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte beträgt die Mindestversicherungszeit 35 Jahre. Hierbei werden die Zeiten der Zahlung von Arbeitslosengeld II berücksichtigt. Kann das Jobcenter einen Hartz-IV-Empfänger dazu zwingen, die Rente zu beantragen? Ganz eindeutig ja. Aber nur, wenn die vorgezogene Altersrente trotz Abschläge deutlich höher ist als der Hartz-IV-Satz, der zum Zeitpunkt der Aufforderung bezogen wird. Hat man also ein bestimmtes Alter erreicht, dann bekommt man eine Aufforderung vom Jobcenter, die so sinngemäß lautet, also Sie sind verpflichtet, einen Antrag bei Ihrem zuständigen Rentenversicherungsträger zu stellen. Davor kann es aber zu einer Aufforderung kommen, dass man zunächst eine aktuelle Rentenauskunft vom zuständigen Rentenversicherungsträger vorlegen muss. In dieser Rentenauskunft steht dann die voraussichtliche Höhe der Regelaltersrente. Und auf dieser Grundlage nimmt das Jobcenter dann ganz spezielle Berechnungen vor. Darauf möchte ich jetzt hier nicht näher eingehen. Wird dabei ermittelt, dass die zu erwartende Rente mit Abschlägen niedriger ist als der gegenwärtig bezogene Hilfebedarfssatz Arbeitslosengeld II, dann darf es keinen Rentenzwang durch das Jobcenter geben. Das wäre zum Beispiel auch der Fall, wenn die vorgezogene Rente so niedrig ausfallen würde, dass zusätzlich Sozialhilfe oder Grundsicherung beantragt werden müsste. Kommt das Jobcenter aber zu der Auffassung, dass die Rente höher wäre, wird man zur Stellung eines Rentenantrages aufgefordert. Kommt man dieser Aufforderung nicht nach, ist das Jobcenter dazu berechtigt, den Antrag zu übernehmen. Bei der Zwangsverrentung kommt es dann zu Abschlägen, die ja natürlich ein Leben lang bleiben. Mit dem Eintritt in die Rente erlischt dann automatisch der Anspruch auf Arbeitslosengeld II.
Im Jahr 2008 wurde diese Zwangsverrentung von CDU und SPD beschlossen und ist somit legal. Rente geht vor Hartz IV, wenn man über 63 Jahre alt ist, so sinngemäß die Formulierung. Geregelt ist das im SGB II, also im zweiten Sozialgesetzbuch, dass Menschen, die Arbeitslosengeld II, also Hartz IV beziehen, dazu verpflichtet sind, andere Sozialleistungen zu beantragen, wenn diese als vorrangig eingestuft werden. Und das ist bei der Rente der Fall. Ja, Frühverrentung bedeutet natürlich auch, dass Betroffene Abschläge in Kauf nehmen müssen. Und das bei einer schon ja eh nicht üppigen Rente. Eigentlich ist das nicht zumutbar und deutet schon auf das Altersarmutprogramm hin. Weniger Geld für die gesellschaftliche Teilhabe und insgesamt eingeschränkt zu sein. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von dieser Zwangsverrentung. Ist zum Beispiel in naher Zukunft ein sozialversicherungspflichtiger Job zu erwarten, darf das Jobcenter den Hartz-IV-Empfänger nicht zum Stellen eines Rentenantrages verpflichten. Ja, und das Gleiche gilt, wenn in naher Zukunft eine abschlagsfreie Rente zu erwarten ist. Es muss also immer im Einzelfall entschieden werden. Sollte von euch, meine lieben Zuschauer, jemand zu diesem Personenkreis gehören, dann schaut bitte ganz genau hin und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Hier mal eine kurze Übersicht über den Jahrgang, den vorgezogenen Rentenbeginn und die dazu gehörenden Abzüge. Hier kann sich jeder für sich entsprechend des Geburtsjahrganges die Abschläge ablesen. Sie liegen zwischen 10,8 und 14,4% und das ist schon ganz schön heftig.